Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um das Thema Sport. Sport ist gesund für alle Menschen, selbstverständlich auch für Menschen im Autismus-Spektrum. Menschen sind dazu angelegt, sich zu bewegen und die Bewegung hat ganz unterschiedliche positive Auswirkungen. Zum einen natürlich auf den Körper. Also, wir wissen, das Herz-Kreislauf-System wird angefeuert durch Bewegung. Wir wissen, das Risiko für Übergewicht sinkt, wenn man sich regelmäßig bewegt. Aber Bewegung hat noch andere Auswirkungen. Zum Beispiel wissen wir, dass Menschen, die sich bewegen, sich Sachen besser merken können. Das Gedächtnis wird besser. Wir wissen auch, dass Bewegung bei älteren und alten Menschen dafür sorgt, dass ihr Gehirn aktiver ist. Das heißt, wir wissen, es führt dazu, dass Neuronen gebildet werden, alleine durch körperliche Aktivität. Nun ist es so, dass bei allen Menschen, selbstverständlich auch bei Menschen im Autismus-Spektrum, der Bewegungsdrang weniger wird, je älter sie werden. Also kleine Kinder haben einen ganz starken Bewegungsdrang. Viele Kinder im Autismus-Spektrum haben einen besonders starken Bewegungsdrang. Wir haben eine nicht kleine Gruppe, von der wir davon ausgehen, dass sie auch die Kriterien für eine Hyperaktivität erfüllen. Das heißt also, Stillsitzen ist eine ganz schwierige Sache. Und wenn sie längere Zeit stillsitzen müssen, dann können sie ihr Verhalten noch viel schlechter steuern. Das heißt, sie sind reizbar, sie werden schnell wütend. Sie müssen sich bewegen, um Energie abzuführen. Dieses Energieabführen, ins psychische Gleichgewicht kommen, ist eine wichtige Funktion von Bewegung auch. Viele Menschen, die neurotypisch sind, gehen ins Fitnessstudio, einfach um sich so richtig auszupowern und damit es ihnen auch psychisch besser geht. Auch für Menschen im Autismus-Spektrum ist Bewegung und körperliche Aktivität ganz wichtig. Aber während sich neurotypische Jugendliche noch oft ihre Möglichkeiten für körperliche Aktivität suchen und das mit Freunden und Gleichaltrigen zusammentun, ist die Möglichkeit für Jugendliche und Erwachsene im Autismus-Spektrum, sich ordentlich körperlich auszupowern, wesentlich geringer. Und mit ordentlich körperlich auspowern meine ich keinen Spaziergang im Schneckentempo ums Karree, sondern ich meine körperlich auspowern. Hier ist es wichtig, dass man für Menschen im Autismus-Spektrum und mit ihnen gemeinsam sucht, was macht ihnen denn Spaß. Menschen im Autismus-Spektrum sind in aller Regel keine Teamplayer, also Mannschaftssportarten, Fußball spielen oder Volleyball oder Basketball. Auch Tischtennis, das macht ihnen meist nicht so viel Spaß. Wir wissen, Autismus ist eine soziale Sehbehinderung oder soziale Blindheit und Gruppensport erfordert ein hohes Maß an Sozialkompetenz. Aber Joggen oder Nordic Walking oder auch Fahrradfahren, aber auch auf dem Trampolin springen, das sind körperliche Aktivitäten, denen man alleine nachgehen kann und bei denen man sich auch ordentlich auspowern kann und dann entsprechend die gleichen positiven Gewinne hat wie bei Mannschaftssportarten. Es ist nicht wichtig, welchen Sport man macht, es ist wichtig, dass man sich körperlich auspowert. Also, Menschen im Autismus-Spektrum dabei zu unterstützen, ihre Art und Weise zu finden, wie sie körperlich aktiv sein können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Lebensbegleitung, auch für ein zufriedenstellendes und glückliches Leben als Jugendlicher oder Erwachsener im Autismus-Spektrum. Körperliche Aktivität ist wichtig. Und gerade bei den schwerer beeinträchtigten Jugendlichen haben wir manchmal die Situation, dass sie von zu Hause mit dem Fahrtransport in die Schule oder in die Werkstatt kommen, mit dem Fahrtransport nach Hause und dann sehr wenig Bewegung haben. Und oftmals merken Eltern und Lehrer dann, dass sie ganz wenig ausgeglichen sind. Im Grunde kommt ihnen die Kraft in kleinen Röhrchen aus den Ohren, aber sie haben nicht die Nischen, um sich auszupowern. Also diese Nischen zu finden, zu gucken, was macht dem Menschen im Autismus-Spektrum Spaß und dem hier Möglichkeit geben, sich zu betätigen,
ist ein Aspekt, um Lebensqualität zu verbessern. Was Menschen im Autismus-Spektrum Spaß macht an Aktivitäten, ist natürlich individuell sehr unterschiedlich. Denn Sie wissen ja, nichts ist unmöglich. Autismus.